Während die Freiwillige durch die belebten Straßen ging, entdeckte sie einen einsamen, verwahrlosten Straßenhund, der auf dem kalten Pflaster lag. Das Fell des Hundes war verfilzt und schmutzig, und er trug einen melancholischen Ausdruck, der Bände sprach. Was diesen besonderen Hund jedoch herausstechen ließ, war das alte, zerrissene Plüschtier, das fest in seinem Maul gehalten wurde. Es war ein Anblick, der selbst die härtesten Herzen erweichen würde. Die Freiwillige wusste, dass dieser Hund dringend Hilfe brauchte. Sie näherte sich langsam, ihr Herz schmerzte angesichts der offensichtlichen Einsamkeit des Hundes. Sie kniete sich hin, streckte eine Hand aus, aber der Hund zuckte nicht zusammen oder knurrte, wie es die meisten Streuner tun würden. Stattdessen legte er das Plüschtier sanft in ihre Hand, als würde er ein Zeichen des Vertrauens anbieten. Tränen stiegen der Freiwilligen in die Augen, als sie in die traurigen, seelenvollen Augen des Hundes blickte. Es war klar, dass dieser Welpe die Tiefen der Verlassenheit und den grausamen Stich der Einsamkeit gekannt hatte. Der Rettungswagen des Tierheims war bereits mit Tieren gefüllt, die von den Straßen aufgelesen worden waren, und es gab keinen Platz für diese zerbrechliche Seele. Zögernd ließ die Freiwillige den Hund dort zurück und versprach, so bald wie möglich zurückzukehren, um ihn ins Tierheim zu bringen. Sie legte das Plüschtier sanft neben den Hund, in der Hoffnung, dass es Trost während des Wartens bieten würde. Stunden vergingen, und das Rettungsteam kehrte endlich an den Ort zurück, ihre Herzen schwer vor Erwartung. Als sie jedoch ankamen, war der Straßenhund nirgends zu sehen. Panik durchströmte sie, in der Befürchtung, das Schlimmste für das arme Geschöpf, das ihre Herzen berührt hatte. Aber gerade als sie die Hoffnung aufgeben wollten, bemerkten sie einen älteren Mann, der auf einer nahegelegenen Bank saß. Er war zerbrechlich, mit silbernem Haar und einem warmen, freundlichen Lächeln. Die Freiwilligen gingen auf ihn zu, und als sie es taten, weiteten sich ihre Augen vor Staunen. Neben dem alten Mann, gemütlich eingekuschelt, war derselbe Straßenhund, den sie zuvor gefunden hatten. Er lag an ihn geschmiegt, sein Kopf ruhte auf dessen Schoß, das zerrissene Plüschtier immer noch im Maul. Der Mann stellte sich als Calvin vor, ein 89-jähriger Rentner, der allein in einer bescheidenen Wohnung in der Nähe lebte. Er erklärte den Freiwilligen, dass er oft an diesen Ort kam, wo er zuerst auf den verlassenen Hund gestoßen war. Calvin erzählte den Freiwilligen, dass der Hund, den er Buddy genannt hatte, zu einem treuen Begleiter geworden war. Es ist, als ob wir einander verstehen, sagte Calvin, seine Augen funkelten vor einer Mischung aus Freude und Traurigkeit. Er erzählte, wie Buddy gelegentlich für kurze Abenteuer weglief, aber immer zu ihm zurückkehrte, als ob er wüsste, dass er derjenige war, der ihm wirklich ein Zuhause bieten konnte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.